Vielen Deutschen ist nicht bewusst, dass hier im Hintergrund im stillen Kämmerlein ganz intensive Kriegsvorbereitungen in Deutschland laufen, vor allen Dingen in puncto Zivilschutz. Was das für dich bedeutet, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Im Mai findet wieder in Zürich unser Plan B Schweizer Taschenmesser Seminar statt. Dort sprechen wir detailliert zu allen Aspekten eines Plan B. Wir haben ja 7 Module, 7 Werkzeuge identifiziert, die Teil deines Plan B sein müssen. Alle Details findest du auf unserer Webseite. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Daniel und ich werden hier einen Großteil der Vorträge geben und wir haben auch einige ausgewählte Gastredner, zum Beispiel den General außer Diensten Erich Warth, der ja lange Jahre Sicherheitsberater von Bundeskanzlerin Angela Merkel war, für 8 Jahre. Er kennt zum Beispiel Putin persönlich. Er hat immer noch sehr gute Kontakte und er weiß, was da so gerade alles im Hintergrund läuft. Er wird dir hinter verschlossenen Türen berichten, was das Ganze für dich zu bedeuten hat. Er wird dir seine Risikoeinschätzung geben. Er wird dir sagen, wie du dich und deine Familie konkret schützen kannst. Wie kannst du zum Beispiel deine Kinder und Enkel hier vor einer Wehrpflicht schützen. Wenn das Themen sind, die dich interessieren und wenn du schon immer mal mit einer hochkarätigen Persönlichkeit der Geopolitik sprechen wolltest, dann ist das hier die ideale Gelegenheit für dich. Wie gesagt, alle Infos auf unserer Webseite. Link dazu hier in der Beschreibung zu diesem Video. Daniel und ich würden uns freuen, dich in Zürich begrüßen zu dürfen. Nun aber zurück zum Thema. Oftmals ist es so, dass die wirklich wichtigen Dinge ja im Alltagsgetöse, im Alltagslärm untergehen. Und da gibt es ja jede Menge Alltagslärm. Zum Beispiel hier das ganze Trara um die Trump-Zölle oder auch der neue Koalitionsvertrag, die Regierungsbildung. Davon ist die Presse voll, davon ist YouTube voll. Aber viele wichtige Dinge, die im Hintergrund komplett passieren, die geraten dabei leider in Vergessenheit. Ich habe das Privileg, dass ich natürlich mit sehr vielen Mandanten spreche, dass wir immer wieder Mandantenreisen haben, dass wir immer wieder Veranstaltungen haben. Du hast es ja hier schon auf diesem Kanal gehört. Und wir dort sehr interessante Leute treffen. Menschen zum Beispiel, die auf Seiten des Technischen Hilfswerks hier ganz konkret in den Zivilschutz und in die Vorbereitungen für einen Krieg involviert sind und das zum Teil auf höchster Ebene. Die Dinge, die man da hört und natürlich das ganz im Vertrauten, vielleicht dann bei einem gemeinsamen Abendessen in kleiner Runde, die machen einem ganz schön Angst und Bange. Denn die Vorbereitungen für einen Krieg in Deutschland, die sind hier ganz konkret. Da gibt es ganz konkrete Szenarien, worauf sich hier der Zivilschutz in Deutschland vorbereitet. Dort wird Material beschafft, dort werden Pläne gemacht. Deutschland hat ja eine herausragende Rolle hier bei einem Konflikt mit Russland zum Beispiel, weil Deutschland eben aufgrund der geografischen Lage letztlich der logistische Dreh- und Angelpunkt einer solcher Aktion wäre. Sämtliche Soldaten würden über Deutschland dann hier in den Osten verbracht werden. Das heißt, es würden Hunderttausende von Soldaten in Deutschland dann stationiert werden, müssten dort versorgt werden. Man müsste Unterkünfte für diese Soldaten haben. Der Plan wäre zum Beispiel, dass viele Autobahnen für den Zivilverkehr geschlossen werden und dann nur noch allein für militärische Zwecke genutzt werden können. Hier wird sehr offen darüber gesprochen, dass man hier mit einem solchen militärischen Konflikt in der nahen Zukunft rechnet, seitens Russland. Du magst jetzt von Putin halten, was du willst, aber man muss natürlich anerkennen, dass die Situation hier hochriskant ist und sich relativ hochschaukeln kann. Der neue zukünftige Bundeskanzler und Ex-BlackRock-Vorstand Herr Merz hat sich ja schon im Wahlkampf als der Taurus-Merz hervorgetan. Was wäre zum Beispiel, wenn hier solche Taurus-Raketen dann geliefert werden an die Ukraine und die Ukraine dann diese auch verwendet, dann wäre das Bedrohungspotenzial ja sehr akut. Aber zum Beispiel, dass Polen und auch die baltischen Staaten hier in ein Grenzscharmützel involviert werden, welcher dann einen Bündnisfall provoziert, und zwar möglicherweise einen NATO-Bündnisfall, aber eben auch einen EU-Bündnisfall. Viele wissen ja gar nicht, dass es neben der NATO auch einen EU-Bündnisfall gibt, der dann alle EU-Länder verpflichtet, egal ob NATO-Mitglied oder nicht, hier militärisch einzuspringen. Warum könnten die baltischen Staaten oder auch Polen in ein solches Scharmützel verwickelt werden? Nun muss ich natürlich schon sagen, dass nach unseren Informationen hier das Verhalten von Putin zum Beispiel sehr aggressiv ist. Das heißt, hier wird die Grenze schon regelmäßig, ich will fast sagen täglich, ausgetestet. Mit zum Beispiel Drohnen, Flugzeugen,
die hier dem Luftraum dann sehr nahe kommen. Wie gesagt, selbst wenn das jetzt hier nur Säbelrasseln ist und das im Grunde genommen Provokationen sind, wie schnell kann sowas außer Kontrolle geraten? Darum geht es mir ja. Selbst wenn ich jetzt sagen würde, okay, Putin wird vielleicht jetzt hier nicht Deutschland aktiv angreifen, aber wie schnell kann es durch solche Provokationen, durch solche gegenseitigen Provokationen dann dazu kommen, dass es hier zu einem ernsthaften Gefecht kommt, worauf dann eben ein tatsächlicher Krieg folgt. Das sind jedenfalls so die Ausgangslagen, mit denen sich auch das Technische Hilfswerk und andere Organisationen auseinandersetzen. Und dort gibt es auch sehr konkrete Pläne, was in diesem Fall dann passieren würde. Und das Ganze musst du dir im Grunde so vorstellen wie die Corona-Krise. Das heißt, die Grenzen würden dicht gemacht werden. Möglicherweise gibt es Lockdowns für die Zivilbevölkerung. Niemand darf das Land mehr so ohne weiteres verlassen. Und das würde sehr schnell kommen. Das heißt, wenn es zu einer solchen Situation kommt, dann hast du vielleicht noch 48 Stunden Zeit, das Land zu verlassen. Wir haben das ja hier gesehen beim Angriff von Russland auf die Ukraine, wie schnell dann die ukrainische Grenze zumindest für Männer dann abgeriegelt wurde. Deswegen sprechen wir ja laufend hier von einem Plan B und wie wichtig es ist, dass du einen solchen Plan B etablierst. Ich nehme dieses Video gerade aus Dubai auf. Hier haben wir in diesen Tagen ein Seminar, wo wir uns konkret mit Dubai als Plan B-Standort auseinandersetzen. Der Event ist ausgebucht. Wir haben 30 Teilnehmer hier. Etliche von diesen Teilnehmern haben bereits Wohnungen in Dubai gekauft, vor einigen Jahren, um sich hier eben dann den Daueraufenthaltstitel zu sichern. Vielen geht es gar nicht mal so sehr um sich selbst. Viele wissen vielleicht, dass wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast und wenn du dann in Deutschland Substanz hast, sei es Vermögen, sei es ein Unternehmen und du hast dort Verantwortung, dann musst du ehrlich sein und kommst da natürlich so schnell wahrscheinlich nicht mehr raus. Aber es geht diesen Mandanten natürlich um ihre Kinder. Das heißt, hier etabliert man etwas im Ausland, sei es jetzt Wohnsitz, sei es Möglichkeiten für zweite Pässe, für die Kinder, dass man diese dann davor schützen kann, an die Ostfront geschickt zu werden. Denn seien wir ehrlich, wer will schon seine Kinder oder seine Enkel in einem sinnlosen Krieg verheizen, von dem am Ende nur BlackRock und Konsorten profitieren? Sinnlos zu kämpfen, sinnlos zu sterben, das ist so ziemlich das schlimmste Horrorszenario für Eltern und Großeltern. Und wenn du deine Kinder und Enkel davor schützen willst, dann musst du im Grunde genommen jetzt handeln, denn wenn es wirklich knallt, dann wird es sehr knapp werden zeitlich. Und natürlich kannst du dir vorstellen, dass je weiter wir fortschreiten, hier immer mehr versuchen dann entsprechend sich im Ausland hier um einen entsprechenden Plan B zu bemühen. Und dann wird es natürlich schwieriger werden, weil der Andrang einfach immer größer wird. Banken, Behörden im Ausland, die haben auch ihre Kapazitäten. Und wenn auf einmal dort ein Massenansturm kommt, dann werden zumindest die Bearbeitungszeiten ganz extrem in die Länge gezogen werden. Wir sehen das zum Beispiel ja auch bei den Passprogrammen, die es gibt, wo man einen Pass erwerben kann. Hier hat sich in den letzten Jahren die Bearbeitungszeit ganz erheblich in die Länge gezogen. Früher waren es vielleicht 4, 5 Monate, mittlerweile sind es bereits 8 bis 9 Monate. Das heißt, du musst jetzt handeln, wo noch alles ruhig ist. Was genau ist Teil eines Plan Bs? Naja, wir haben es vorhin schon gesagt, möglicherweise zweite Staatsbürgerschaften, möglicherweise ein Aufenthaltstitel im Ausland, Wohnsitze im Ausland, Bankkonten im Ausland, Vermögen im Ausland. Das sind alles Dinge, die kannst du schon jetzt etablieren. Das ist komplett legal. Hier gibt es keine Genehmigungspflichten, hier gibt es keine Meldepflichten. Beim Finanzamt, natürlich, du müsstest jetzt Einkünfte auf Konten, wie zum Beispiel Zinsen, immer in der Steuererklärung angeben, aber du bist komplett frei, jetzt Konten im Ausland, in der Schweiz, in Dubai oder wo auch immer zu eröffnen. Das kann dir niemand verbieten oder Gold im Ausland zu kaufen und zu lagern. Das sind Dinge, die du bereits jetzt vorbereiten kannst. Also ich sage Carpe Diem, wortwörtlich übersetzt, dieser lateinische Spruch heißt, pflücke den Tag, nutze den Tag, nutze die Zeit, sei nicht untätig, sondern setze dich sehr ernst hier mit diesen Vorbereitungen auseinander. Mir ist völlig klar, dass das nicht einfach ist. Es ist ja schon oftmals schwierig, hier Familienmitglieder überhaupt davon zu überzeugen, wie ernst eigentlich die Lage wirklich ist. Vielleicht sogar deine Kinder. Ich sprach neulich mit einem Mandanten darüber, der sich hier sehr ernste Sorgen macht. Er hat einen Sohn, der 19 Jahre alt ist und hat mit ihm über dieses Thema gesprochen und der Sohn sagt mit 19 Jahren, naja, es würde mir gar nichts ausmachen, hier zum Militär zu gehen. Es würde mir Spaß machen. Ich stelle mir das ganz lustig vor. Das wird sicherlich vielen so gehen. Ja? Wenn man hier kein Bewusstsein hat dafür, wie ernsthaft die Lage natürlich ist und viele Kinder und Jugendliche haben das ja auch nicht und müssen es ja auch nicht haben. Ja? Ich will das jetzt gar nicht kritisieren. Dann ist das schwer zu vermitteln. Und das ist natürlich dann deine Aufgabe, hier als Eltern, als Großeltern hier einzuwirken, deine Kinder zu informieren.
Tatsächlich ist es so, dass immer mehr Großeltern und Eltern ihre Kinder, also Teenager zum Beispiel, zu unseren Events zum Beispiel mitbringen. Und dann hören sie mal jemanden sprechen, wie zum Beispiel den General Barth, der ja wie gesagt hier lange die Kanzlerin Merkel beraten hat. Und das macht dann schon Eindruck, muss man sagen, auf einen jungen Menschen. Denn bei einer solchen Persönlichkeit, die auch ein entsprechendes Charisma hat, wo du keinen Zweifel an der Glaubwürdigkeit hast, wenn du hier dieser Person begegnest zum Beispiel, dann hat das bleibende Wirkung. Ja? Aber wie gesagt, jeder muss sich selbst überlegen, wie er das genau mit seiner Familie gestaltet. Andere Mandanten verbringen dann zum Beispiel Zeit mit der Familie im Rahmen eines Urlaubs in Dubai oder in anderen Ländern, damit die Kinder einfach dort mal konkrete Erfahrungen sammeln. Auch sowas könnte ein interessanter Ansatz sein. Aber wie gesagt, das ist natürlich eine Herausforderung, die jeder für sich selbst im Grunde genommen lösen muss. Ich will dir hier nur noch mal sagen, die Vorbereitungen laufen. Der Zivilschutz, Organisation wie das Technische Hilfswerk in Deutschland, die Regierung, die nehmen das extrem ernst. Ja. Da wird natürlich vieles unter der Decke gehalten, um hier keine Panik zu verursachen. Aber dort laufen sehr konkrete Planungen für diesen Ernstfall. Und dort wird davon ausgegangen, dass ein solcher Ernstfall tatsächlich eintreten könnte. Und entsprechend solltest du dich im Grunde auch vorbereiten und damit jetzt beginnen, wenn du es noch nicht getan hast. Aber wenn du jetzt damit beginnen willst, dich mit deinem Plan B zu beschäftigen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Den Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wie gesagt, wir beschäftigen uns schon seit 20 Jahren mit diesem Thema Umzug ins Ausland, Plan B, Steueroptimierung im Ausland. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.